Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem wahrscheinlich besten Feature oder mit einem der besten Feature vom letzten Update, das auch wirklich eine bahnbrechende Änderung oder eine bahnbrechende Verbesserung des gesamten Spiels für uns alle eigentlich darstellen sollte, außer wenn man jemand ist, der komplett ohne Shops spielt, nämlich das Thema Shop Search oder Search Shop, whatever, das leider kein Auktionshaus ist. Also es ist noch ein kleines bisschen von dem entfernt, was es sein könnte, aber es ist auch schon jetzt ohne volle Auktionshaus-Funktionen ist es ein absoluter Gamechanger. Ich persönlich bin jemand, ich hasse Shops durchgucken, weil ich halt meistens wirklich speziell nach einer Sache suche. Und wenn ich halt eine Sache suche, dann will ich nicht erstmal mich durch 5000 andere Sachen durchklicken, um diese eine Sache zu finden. Und wir sehen jetzt hier ganz gut, warum das so ist. Es gibt aktuell Shops oder Verkäufer mit insgesamt 4804 Items auf Burodeng. Das einmal oder sogar zweimal am Tag durchzugucken, das ist ein Zeitinvestment von 30 bis 60 Minuten Minimum. Und wenn ihr euch zurückerinnert an zum Beispiel den FEC-Server, der vermutlich auch irgendwann wieder starten wird, da waren es wahrscheinlich doppelt bis dreimal so viele Items, mindestens vermutlich. Und das ist einfach insane. So viel Zeit hat kein Mensch, da jeden Tag das durchzugucken. Und es ist aber relativ wichtig, tatsächlich auch viele Shops durchzugucken, eben weil man halt oft auch wirklich nicht genug Geld hat, einfach irgendwas zu kaufen. Man will nicht das teuerste kaufen, man will nicht gescammt werden und so weiter. Also will man die Preise vergleichen und um Preise zu vergleichen, musst du erstmal alle Shops finden, die das gleiche Item verkaufen. Pipapo. Und all das hat jetzt eigentlich ein Ende. Es ist nicht ganz perfekt, deswegen habe ich auch gerade zu Beginn schon gesagt, wegen Auktionshaus so. Es ist kein Auktionshaus leider. Weil der größte Nachteil von dem ganzen Feature ist meiner Meinung nach, dass man die Preise nicht sieht. Das ist das größte Manko an dem Ganzen. Alles andere passt eigentlich soweit, aber dass man die Preise nicht sieht, das ist so das biggest Downgrade hier. Aber es ist auch nicht super schlimm, weil man muss dann einfach nur sehr präzise sein, was die Filter angeht. Also man kann ja wirklich nach einem speziellen Item suchen. Also sehen Sie jetzt hier zum Beispiel Bloody Sword, sind jetzt hier zwei sogar advertised. Geben wir einen Bloody Sword. Und dann sehen wir, na gut, es gibt ja eh nur 4 Stück. Und ja, es ist nervig, dass wir wirklich zu diesen, insgesamt sind es 3 Shops, tatsächlich hingehen müssen. Das Ganze funktioniert dann so, ihr macht einfach einen Linksklick drauf, Show Location. Und dann wird mir hier angezeigt, okay, es ist in Flares. Achso, und auf den Channel müsst ihr natürlich noch achten. Also hier links dieses Symbol mit dem, was man ja auch vom Messenger kennt. Das ist der Channel, also Channel 1 bedeutet das quasi. Dann zeigt er mir die Location auf Channel 1. Und das ist nicht ganz so genau, man muss natürlich bedenken, gut, er sagt mir zwar jetzt hier, wo es ungefähr ist, ne? Aber ja gut, da stehen natürlich mehr als nur eine Person. Also man muss dann meistens auch noch hier gucken, okay, wie heißt der Shop tatsächlich? Und dann weiß man, okay, der Shop ist ungefähr hier, er heißt so und der Verkäufer, den sieht man auch noch und dann findet man es in der Regel schon. Aber wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig perfekt, was das angeht, vor allem, weil wir jetzt hier auch die Preise nicht sehen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich Interesse an dem Bloody Sword hätte, müsste ich zu all 3 Händlern gehen. Ja, gut, die stehen meistens zumindest auf Burodeng sowieso in Flares, weil fast alle Shops in Flares sind, aber eben nicht alle. Es gibt auch welche in Coral Island und in Darkon. Also unter Umständen muss ich tatsächlich nach Flares, Darkon, Coral Island. Also es kann je nach Item doch noch ein bisschen aufwendiger und umständlicher sein, aber kein Vergleich zu dem, dass ich wirklich alle Shops durchgucke, weil ich einfach nicht hundertprozentig wissen kann, in welchem Shop welche Items sind. Erstens, weil die meisten Leute sich nicht genug Mühe geben mit den Titeln, plus die Titel sind begrenzt, man kann nicht alles in den Titel schreiben, wenn man 20 verschiedene Items in den Shop packt, kannst du nicht alles in den Titel schreiben und so weiter und so fort, gibt diverse Gründe dafür. Auf jeden Fall, ja, so funktioniert es grundsätzlich und was man dann halt noch machen kann, wenn man jetzt halt nicht ganz genau weiß, wonach man sucht, wobei das jetzt, würde ich sagen, eigentlich eher unwahrscheinlich ist, man weiß es wahrscheinlich in den meisten Fällen sehr gut. Man kann hier oben die Rarity einstellen, also die Seltenheit, zum Beispiel wenn ich nur nach Ultimate-Waffen suche, ich habe jetzt 10 Milliarden Penya und will irgendwas krasses kaufen, krasses Item, dann suche ich jetzt hier nach nur Ultimate. Und wow, okay, es sind mehr Items, als ich gedacht hätte tatsächlich. Und jetzt sehe ich hier Ultimate-Schmuck und Ultimate-Waffen. Und genau, kann die mir halt dann nach Belieben kaufen. Oder halt zumindest angucken und dann sehen, ob sie was für mich sind. Ich kann das Level einschränken. Gut, wenn ich jetzt hier irgendwas unter 150 eingebe, dann sollte die Suche nichts mehr ergeben, weil es gibt keine Ultimate-Items für unter 150. Man kann die Upgrade-Stufe einstellen, zum Beispiel plus 5. Machen wir hier mal wieder 150, dann müsste es gleich wieder gefunden werden. Da waren ja Items plus 5.
Achso, nee, 0 bis 5. Na gut, ich mache mal 4 bis 5, genau. Jetzt werden nur noch welche plus 4 und plus 5 angezeigt. Ich kann sortieren, also wie sollen die Items angezeigt werden. Finde ich jetzt für die meisten Fälle eher nicht so relevant, weil zum Beispiel hier, na gut, Upgrade-Level, gut, ja, aber wie gerade schon gezeigt, ich meine, ich suche dann nicht nach 20 Upgrade-Leveln, sondern wahrscheinlich nur nach zum Beispiel 4 und 5 und so. Also wenn ich es genug einschränke, hier vorne schon, plus die Kategorien, die gucken wir uns auch gleich noch an, dann braucht man diese Sortierung, finde ich persönlich jetzt eigentlich nicht. Aber theoretisch gibt es das auch noch, also Shopname A bis Z und so weiter. Aber auch hier, ich meine, was interessiert mich, wie der Shop heißt denn im Endeffekt? Also mich interessiert das Item und nicht der Shop eigentlich. Also die Sortierfunktion ist nicht schlecht sicherlich, aber ich finde sie jetzt nicht so ultra hilfreich. Dann, genau, Include Keyword und Exact Keyword bei der Suche kann man quasi noch machen, wie ich es gerade schon demonstriert habe. Man kann natürlich auch einfach das Item eingeben. Zum Beispiel, ich suche eine Ultimate-Waffe zwischen 4 und 5 und es soll eine Axe sein. Zum Beispiel Axe of Fairness oder Lusaka Axe, Lusaka Crystal Axe. Und jetzt werden mir nur noch diese Äxte angezeigt, was in dem Fall halt tatsächlich auch wirklich nur eine ist. Und in dem Fall ist es natürlich ziemlich cool, weil jetzt weiß ich, okay, es gibt eh nur eine. Dann gucke ich mir die halt an. Ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Ja, und zu guter Letzt haben wir dann eben noch hier diese Kategorien. Damit kann man es halt noch weiter eingrenzen. Ich würde sagen, die Kategorien sind dann eher für vielleicht Reseller interessant oder halt, wenn ich jetzt generell einfach wissen will, was gibt es aktuell für Äxte auf dem Markt. Also ich muss jetzt hier wieder das Upgrade-Level entfernen und die Rarity. Machen wir einfach wieder alles rein. Und mich interessiert jetzt einfach nur alle Äxte. So, dann suche ich und dann sehe ich, okay, es gibt gerade 26 Äxte in den Shops und ja, kann man eben angucken, was ich wissen will. Wobei, wie gesagt, halt diese allgemeinen Suchen für die meisten Leute einfach nicht wirklich relevant sind, weil ich würde euch empfehlen, wenn ihr wirklich, wie gesagt, spezifisch ein Item oder eine Kategorie von Items sucht, dann würde ich sie einfach hier oben schon einschränken mit Level und Rarity, weil das ist eigentlich leichter oder nicht so umständlich. Wobei man natürlich auch kombinieren kann, man kann auch einfach One-Hand-Axe eingeben plus eine Levelbeschränkung, zum Beispiel 149 bis 150. Dann ist es so ähnlich wie die Beschränkung, die wir vorher hatten. Oh, ne, Moment, das findet er nichts. Das Ultimate nicht drin, doch. Okay, was mag er jetzt nicht hier? Okay, vielleicht wurde der Shop gerade zugemacht mit der Hernes X. Interessant. Naja, egal. Auf jeden Fall, grundsätzlich sollte es eigentlich funktionieren. Und ja, wie gesagt, also ich finde die Kategorien jetzt nicht so ultra hilfreich, wenn man eigentlich nach einem spezifischen Item sucht, weil die Kategorien sind eigentlich wirklich mehr dafür gedacht oder hilfreicher, würde ich sagen, wenn man eben nicht nach einem spezifischen Item sucht, sondern einfach nur wissen will, was für Äxte gibt es gerade, was für Magician-Sets, ich will vielleicht in irgendeinen neuen Charakter anfangen, dann kann ich gucken, alle Sets von 15 bis 150, was gibt es da gerade so, kann ich da was kaufen und so weiter. Bei Schmuck das gleiche im Endeffekt. Eigentlich will man schon spezifisch jetzt zum Beispiel wissen, was ist ein Dexion plus 3 gerade wert, finde ich den irgendwo, ich will den kaufen und so weiter. Also ja, kann man je nachdem, wie man es halt braucht, nutzen. Oder halt für Massen-Items ist es vielleicht nicht schlecht. Da kann man dann hier unten reingehen, bei Aufwertung zum Beispiel, Mineralien, Dice, Karten und so weiter. Ich meine, hier kann es dann schon ein bisschen relevanter sein. Ich weiß gar nicht, was hier passiert, wenn man ein Level eingestellt hat. Da kommt wahrscheinlich nichts, genau. Ja, das mit dem Level ist so eine Einstellung, die ist halt bei manchen Items auch ein bisschen nervig, weil die meisten Items haben ja gar kein Level oder die ganzen Verbrauchs-Items haben ja alle kein Level in der Regel. Genau. Aber ja, da sieht man dann schon, auch hier müsste man eigentlich wieder präziser sein. Einfach nur noch Elementkarten zu suchen, macht eigentlich auch wieder wenig Sinn. Eine spezielle Karte suchen, zum Beispiel die Torch-Karte, dann gebe ich die ein und dann ist es eigentlich das gleiche wie vorher. Dann brauchen wir die Kategorie ja eigentlich gar nicht, weil es gibt ja gar nichts, was Torch, aber gut, vielleicht gibt es das irgendwann mal, keine Ahnung, es werden immer neue Items hinzugefügt mit jedem neuen Item, mit jedem neuen Update. Aber grundsätzlich hat man ja das, was man will, im Kopf. Gut, in der Regel, oder vielleicht weiß man nicht, wie es heißt, wenn man neuer Spieler ist oder so, aber meistens weiß man es dann schon eher ziemlich genau. Alles in allem ist es auf jeden Fall eines der besten Updates, die wir jemals bekommen haben. Wobei man auch sagen muss, dieses Update wird sich, oder dieses Feature, Shop Search, Auktionshaus, wie auch immer, wird sich von vielen Leuten, nicht von allen, ich weiß, aber von vielen Leuten auch schon wirklich seit Release vom Spiel gewünscht. Und wenn man bedenkt, dass es schon über 2 Jahre released ist und wir das jetzt erst bekommen haben, kann man auch ein bisschen sagen, okay, ist schon ziemlich spät, aber in dem Fall wirklich besser spät als nie, weil ich persönlich, wie gesagt, ich hasse Shops durchgucken und ich weiß, ich bin da eher alleine tatsächlich. Es gibt nicht allzu viele Leute, die es so sehr hassen wie ich wahrscheinlich.
Aber egal, wie man zu den Shops steht, es ist jetzt einfach viel angenehmer und besser. Das kann keiner bestreiten. Und dieses Feature solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Vielleicht hat es der eine oder andere schon wieder vergessen, dass es überhaupt existiert. Ich habe es kurzzeitig tatsächlich wieder vergessen, weil ich in letzter Zeit nichts kaufen wollte. Aber heute tatsächlich wollte ich was kaufen, habe was gesucht und ich habe instant die 5 Shops gefunden, die das hatten. Es hat legit 5 Minuten gedauert. Ich habe alle Shops abgeklappert. Ich wusste, wie viel es kostet und pipapo. Und ich war fertig. Und früher hätte ich halt wirklich erstmal mir eine halbe Stunde, 40 Minuten Zeit nehmen müssen, jeden einzelnen Shop anklicken müssen und ich wäre so genervt gewesen, ich wäre angepisst gewesen, vor allem wenn die Preise nicht gepasst hätten oder mir nicht gefallen hätten, dann ja, hätte ich meine komplette Zeit verschwendet und das ist halt wirklich jetzt 1000-mal besser. Aber ja, das war es euch auch schon. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Tägliche Livestreams auf Twitch. Schaut in der Videobeschreibung vorbei für den Link. Und wir sehen uns. Haut rein und ciao, ciao.